Wir würden zu einem Zeitpunkt gelangen, den ich jetzt spüre, an dem wir uns wortwörtlich erinnern, wer wir wirklich sind. Unser irdisches Erbe, unser innerirdisches Erbe und unser Erbe, das außerirdisch ist. Herzlich willkommen in der Sendung Dr. Jude Caravan. Wie geht es Ihnen? Es freut mich sehr, hier zu sein, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein sehr regnerischer Tag in England, also bringst du Sonnenschein in meinen Tag. Also vielen Dank. Ich schätze das sehr. Ich habe gehört, ihr hattet einen ziemlich warmen Sommer. Wir hatten wirklich einen, doch nun holen wir es zurück und empfangen die Segnungen. Ich meine, England ist wunderschön, aber es ist nicht für seine herrlichen weißen Sandstrände bekannt. Nun, es gibt schon schöne Strände, aber momentan würde ich dich persönlich nicht dorthin einladen, denn es gäbe nur viel Regen und hohe Wellen. Fantastisch. Ich bin dankbar dafür. Also, ich fange direkt an. Wie hast du begonnen, deine Reise in Spiritualität und Wissenschaft, was ich bewundere, diese Verbindung, die du zwischen beiden herstellen konntest? Es liegt so weit zurück. Ich war wirklich erst 4 Jahre alt, als ich diese Reise begann. Und es war eher ein Tanz, denn es war nicht Spiritualität oder Wissenschaft. Es war von Anfang an ein Tanz der beiden, gleich von Beginn an. Ich war sehr jung und bin im Norden Englands aufgewachsen. Mein Vater war Bergmann, genau wie mein Großvater. Also, wir waren wirklich keine intellektuelle Familie. Aber es gab viel Liebe, und das war auch gut so, denn ich glaube, ich war der Kuckuck im Nest, weil ich ein sehr seltsames Kind war. Insofern, da ich es war, gewissermaßen multidimensionale Realitäten, buchstäblich, seit ich ganz klein war, seit ich etwa 4 Jahre alt war. Also hatte ich telepathische Erlebnisse, vorausschauende Träume, außerkörperliche Erfahrungen, und ich kommunizierte auch mit Wesen, die viele Eltern wohl als eingebildete Freunde bezeichnet hätten. Aber da ich niemandem erzählt habe, dass ich diese Kommunikationen hatte, niemand sagte, sie seien nur eingebildet. Und das wurde zu einer lebenslangen Reise, buchstäblich zwischen Welten zu wandeln, auf eine so natürliche Weise, dass es fester Bestandteil meines Lebens ist. Also meine Spiritualität, wenn wir es so nennen wollen, denn sie fühlte sich nie getrennt vom Rest meines Lebens und einer Erfahrung und Existenz an. Aber dennoch, diese nicht physische, nehme ich an. Gewisse Aspekte meines Lebens waren bereits von frühester Kindheit an präsent. Doch ich erinnere mich ebenso daran, dass ich in etwa demselben jungen Alter oft nach oben in den Himmel schaute, tief fasziniert von den Sternen, und irgendwie war da etwas in mir, das schon in sehr, sehr jungen Jahren die Muster erkennen konnte, die wir als Sternbilder bezeichnen. So hätte ich mit 6, 7 oder 8 Jahren, wäre ich an einem fremden Ort ausgesetzt worden, den Weg nach Hause finden können, allein durch die Orientierung an den Sternen. Und so faszinierte mich das Universum und so die Wissenschaft. Meine Frage war, aus vergangenen Tagen, wie empfand ich meine Erlebnisse? Wie entstand daraus eine Brücke zu den Realitäten unseres Universums? Denn die Welt erschien mir viel großartiger, als sie meist dargestellt wird. Ort, also für mich. Es gab nie eine Brücke für mich, denn ich hatte nie eine Brücke, die ich überqueren musste. Es war einfach ein Erlebnis zu sehen. Das Erkunden der Welt auf 2 Weisen. Intellektuell mit dem Kopf und emotional mit dem Herzen und die Erfahrungen. Nun, lassen Sie mich fragen. Ich meine, irgendwann auf Ihren Reisen wird Ihnen bewusst, dass nicht jeder hat diese Gespräche mit verschiedenen Mehrfachrealitäten und dieses Verständnis besitzen. Ich stelle mir vor, dass Sie auf Ihrer Reise bemerkt haben, oh, ich bin der Außenseiter, der Einzige, den keiner versteht. Soll ich schweigen oder damit an die Öffentlichkeit treten? Doch Sie wählten auch den akademischen Pfad, von dem ich weiß, dass er nicht sehr offen, gesellig.
diese Art Gespräch? Also wie gingen Sie damit um oder Gleichgewicht zwischen zwei Welten, nachdem Ihnen das bewusst wurde? Das war kein normales Szenario. Ich denke, es ist normaler, als Leute zugeben. Seit Jahrzehnten drängen mich Leute auf Partys in die Ecke, um zu gestehen, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich erlebe das auch jetzt. Ständig passiert mir das. Ich wette, dir geht's genauso. Und jetzt ist es wirklich spannend, denn im letzten Jahr oder so gab es mehrere Bücher über, man könnte sagen, das spirituelle Erwachen der Wissenschaftler. Und immer mehr Wissenschaftler teilen gewissermaßen ihre Erfahrungen und stellen sie als etwas Natürliches, Normales dar. Und das sind mutige Leute, Alex, denn ich wurde davor bewahrt, ein akademischer Wissenschaftler zu werden. Das Universum lenkte mich auf einen anderen Pfad. In einem akademischen Umfeld hätte ich es vermutlich sehr schwer gehabt. Glücklicherweise, und das erkannte ich erst spät, war ich immer der Sonderling. Das Wort sonderlich kommt übrigens aus dem Altenglischen und bedeutet Weg der Weisheit. Wir sollten also stolz darauf sein, sonderlich zu sein. Wir sollten dankbar sein, anders zu sein. Von Sonderling zu Sonderling, mein Lieber. Von einem Sonderling zum anderen. Es ist das Wetter. Aber immer mehr Menschen erkennen das nun an. Und es ist schwierig. Ich denke, wenn man so erzogen wird, wie es unsere Bildungssysteme mit dem Paradigma des Materialismus und der Trennung tun. Du hast das durchgemacht, genau wie ich. Und dann entscheidest du vielleicht, dich als Arzt, Wissenschaftler oder Lehrer ausbilden zu lassen. Es sei denn, du erlebst eine eigene innere Erweckung. Du bist tatsächlich diesem Umfeld, Gruppendruck, Strukturen und Organisationen ausgesetzt, wo diese Welt sich dominiert. Glücklicherweise für mich, und ich würde gerne deine Geschichte hören. Es kam mir nie in den Sinn zu teilen, nicht aus Angst, sondern weil ich keine Notwendigkeit sah. Doch eines Tages, weit in meinen späten 30ern, spürte ich plötzlich, dass es an der Zeit war, meine Erfahrungen zu teilen. Es ging nicht darum, anderen etwas aufzuzwingen oder mich selbst zu bestätigen und andere als falsch darzustellen. Es lag daran, dass ich auf Partys bedrängt wurde. Und mir wurde klar, dass es Menschen gab, die wirklich, wenn ich in der Lage war zu teilen, einfach von Mensch zu Mensch, von Person zu Person, bereit, offen und verletzlich zu sein. Dann kann es anderen Menschen eine Art Trost, Bereitschaft, Offenheit, Einladung bieten, ihre Geschichten zu teilen. Denn es scheint mir, je mehr wir das tun, desto mehr werden wir erkennen, dass dies unsere natürliche Art zu sein ist. Es ist eigenartig, doch es zeigt unser wahres Selbst, wer wir wirklich sind. So geschah es. Seitdem bin ich auf dieser Reise. Wie man sagt, der Erste durch die Wand ist derjenige, der blutet. Wenn du aus der Reihe tanzt, wirst du derjenige sein, der die Pfeile abbekommt, wie man sagt. Aber wenn du es überstehst, als mutiger Forscher, der sich wagt, öffentlich aufzutreten, es gibt so vielen anderen ein Beispiel. Man denkt sich, wenn er oder sie das geschafft hat, vielleicht kann ich auch darüber sprechen. Und ich glaube, die Welt befindet sich jetzt an einem Punkt, an einem aufgewachten Punkt. Sie ist offener für diese Gespräche als je zuvor. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich würde, dass Anomalie die Quantenphysik ist. Sie ärgert die Newtonianer so sehr. Es ärgert die Materialisten so sehr. Zwischen Spiritualität und alten Texten, die den Wissenschaftsbeginn markieren, scheint die Wissenschaft nun aufzuholen, was Jahrtausende lang diskutiert wurde. Deine Meinung? Wie das aufkommt? Unser Gespräch ist ein spirituelles, wissenschaftliches, quantenphysikalisches Gespräch. So wird es weitergehen. Solche Gespräche waren undenkbar. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren waren sie das. Vielleicht ist die einfachste Art zu antworten, zurückzublicken, das frühe 20. Jahrhundert. Denn bis dahin war die Welt newtonisch. Aber ich muss sagen, Isaac Newton eine Pause gönnen. Er wird heutzutage oft als der letzte der Alchemisten anerkannt, anstatt nur als der erste.
Einfach der erste oder einer der ersten Naturphilosophen oder Wissenschaftler. Und er und andere, ich würde sagen besonders Francis Bacon, der manchmal auch einen schlechten Ruf als Vater der wissenschaftlichen Methode bekommt. Ich denke, für beide waren sie sehr spirituelle Menschen und ich glaube, sie versuchten eher über den Aberglauben ihrer Zeit und die Autorität der Kirche hinauszugehen, die wirklich jede rationale Untersuchung der tieferen Natur der Realität verhinderte. Und sie, sowie Kopernikus, Galilei, all die Pioniere jener Zeit, waren unglaublich mutig. Denn es ging nicht nur darum, dass man vielleicht von seinen Kollegen herabgesetzt werden könnte. Man konnte auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Das ist eine ernste Sache. Der Galileo-Effekt. Der Galileo-Effekt ist wortwörtlich ein Begriff. Aber der Punkt ist, dass je mehr Erkundung stattfindet, der physischen Welt fortgesetzt wurde. Die Sichtweise der Kirchenautoritäten war okay, ihr könnt dies erforschen, aber ihr dürft nichts darüber hinaus untersuchen. So entstand allmählich eine Art Spaltung zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Und das setzte sich fort, bis wir im 19. Jahrhundert eine unglaublich mechanistische Weltsicht hatten, von Materialismus und Trennung. Und das wurde nicht nur eine wissenschaftliche Weltsicht, wie wir beide wissen. Es wurde die gesellschaftliche Perspektive, industrielle Revolution. Organisationen, Firmen, Großkonzerne, staatliche Regierungen, alles umfasst, einschließlich Bildungswesen. Gesundheitswesen waren alle auf dieser Weltanschauung basiert und so im 20. Jahrhundert als die Quantenpioniere und Einstein Phänomene entdeckten, die für diese mechanistische Sichtweise äußerst anormal waren, die uns wirklich Hinweise auf diese tiefere Natur der Realität gaben. Das wurde beiseite geschoben. Und selbst Einstein war, wie Sie sicher wissen, unbehaglich mit der Quantenphysik. Er nannte es spukhafte Fernwirkungen. Darauf können wir zurückkommen. Aber was enthüllten sie tatsächlich? Was zeigten sie auf? Sie gaben uns Hinweise, die wortwörtlich Bestand hatten und geblieben sind, philosophisch gesehen, seit dem letzten Jahrhundert. Doch nun entdecken wir immer mehr und mehr solcher Anomalien, Phänomene und Perspektiven, dass die alte, vorquantenmechanische, vorrelativistische, mechanistische Weltanschauung von Trennung und Materialität einfach nicht mehr haltbar ist, denn die Beweise sind so überzeugend, dass diese Hinweise von vor 100 Jahren rücken jetzt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn was sie bewirken, sind sie nicht nur Hinweise darauf, dass Geist und Bewusstsein die Basis der Realität sind. Die Beweise, die wir in allen Bereichen der Existenz und in zahlreichen Forschungsfeldern finden, stellen das unweigerlich in den Mittelpunkt. Perspektive. Und genau das möchte ich, dass wir erforschen, denn das ist so spannend, weil wir Beweise dafür erhalten, nicht? Es ist so, es entspricht dem. Die Idee, dass die Erde das Universumszentrum ist und alles um sie kreist, ist so verbreitet, dass man meint, es gäbe überwältigende Beweise dafür. Das ist aber nicht wahr, Leute. Doch Gott hat das gesagt. Nein, hat er nicht. Das hast du behauptet. Ich sah nie Fakten. Eine E-Mail ist da. Natürlich. Und wissen Sie, wenn Leute sagen, dies könnte die zweite kopernikanische Revolution sein oder sogar die zweite oder dritte Quanten- und Relativitätstheorie, denke ich, es ist noch umwälzender und bahnbrechender, weil, als Kopernikus sich sozusagen, nein, nein, Leute, die Sonne ist das Zentrum. Und damals war sie das Zentrum der Welt, weil wir nicht wussten, dass es weite Raum und Zeit hinaus, unsere sichtbare Welt. Für die meisten Menschen spielte es wirklich keine Rolle. Sie machten einfach mit ihrem Leben weiter, als die Quantenphysik und die Relativitätstheorie aufkamen. Aber für Leute wie dich und mich, die wage ich zu sagen, wir sind seltsam und wir sind Nerds. Und wir waren so begeistert davon. Für die meisten war es die Welt des sehr Kleinen oder die Welt des sehr Großen. Es war nicht ihr Alltag. Das, denke ich, ist anders. Denn dies zeigt, dass Geist und Bewusstsein nicht nur etwas sind, das wir besitzen,
sondern buchstäblich das, was wir und die Welt sind. Die Beweise, die ich zu teilen beginne, beschränken sich nicht auf winzige Quantenskalen oder das große, räumliche, galaktische, universelle Maßstäbe. Es ist in unserem Alltag. Wir entdecken dieselben Muster, zugrunde liegend Erdbeben und zugrunde liegende menschliche Konflikte. Wir erkennen, dass das Wachstum von Galaxien dem Wachstum von Städten gleicht. Wir sehen, wie Ökosysteme geprägt werden. So auch das Internet. Wir erkennen dieselben Muster, die uns jeden Tag beeinflussen, sind dieselben Muster, die im gesamten Universum allgegenwärtig sind. Und sie sind wichtig, denn sie bestimmen unsere Wahl, unser Verhalten, unsere Beziehungen. Deshalb denke ich, dass dies umso gewichtiger ist, sozusagen. Nun, Sie verwenden das Wort Bewusstsein und das ist ein ziemlich aufgeladenes Wort, weil es so viele Definitionen für Bewusstsein gibt. Wie definieren Sie Bewusstsein in diesem Gespräch? Ich versuche es zu vermeiden. Weitermachen. Nächste Frage. Nichts zu sehen. Für mich definiere ich Bewusstsein als Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit, Selbstbewusstsein. Und ich spreche über Verstand und Bewusstsein, weil die meisten Leute, die und innehalten das Verständnis von Bewusstsein und Verstand ihr ganzes Leben lang und sehr spezialisiert darauf studiert haben. Und das alte Verständnis spricht vom kosmischen Verstand als Grundlage allen Seins, was meine Erfahrungen vollkommen bestätigen und womit sie übereinstimmen. Also für mich, wir sind mikrokosmische Miterschaffer. In einem bewussten, lebenden Universum, das existiert und sich als nicht lokal vereinheitlichte Entität entwickelt, aber endlich ist. Ein endlicher Gedanke des unendlichen und ewigen Geistes des Kosmos. Ob man das nun als Gott oder Allah, großes Geistwesen, großes Mysterium, den Urgrund, die Quelle bezeichnen möchte. Quelle, was auch immer es sein mag, das Unendliche und Ewige, aber bedenke, voll Ganzheitlichkeit und das unendlich weite Universum. Glanz, ein großer Gedanke, tiefer Atem, ein großes, bewusste Erkundung, jedoch in einem endlichen Rahmen davon. Aber es gibt auch so viele Ebenen des Bewusstseins. Denn da ist unser Bewusstsein, das Bewusstsein der Tiere, der Pflanzen, das Bewusstsein des Planeten, des Universums, das Bewusstsein der Galaxien. Ich meine, nur schon unser Sonnensystem und wie es funktioniert. Es gibt ein Bewusstsein darum herum, ebenso wie um das Ökosystem unseres eigenen Planeten. Wir sind in vielerlei Hinsicht Ameisen auf dem Maulwurfshügel Erde. Wie wir die kleinen Kreaturen sind, die allerlei Dinge tun, genau wie die kleinen Lebewesen in unserem Hinterhof die Dinge tun. Manche gute Dinge, manche nicht so gute Dinge. Manche fressen, hier und da sprießen Unkräuter. Aber meinst du, das ist fair zu sagen? Oh, sehr fair. Und darauf deuten die Beweise hin. Das ist der Punkt. Und wie du vorhin gesagt hast, weisen die Beweise auf die alte Weisheit hin, besonders für mich, die vedische Tradition des alten Indiens. Und die vedische Tradition war eine, zu der eine Reihe von Quantenphysikern buchstäblich nach Indien reisten, weil sie erkannten, dass das, was sie sahen, dass Beobachter und Beobachtetes eins sind, dass Potenzial existiert, dass eine omnipräsente Intelligenz besteht und dass sie aus tieferen, nicht materiellen Kausalitätsebenen entspringt. Diejenigen, die schon mit der vedischen Tradition vertraut waren, teilten das Wort und gingen hinaus, um zu sagen, schaut, wir entdecken dies. Und die Rishis, die vedischen Weisen sind. Sagend, ja. Wir wissen das seit Jahrtausenden. Jahre, Jahrtausende lang. Aber es ist wunderbar, dass wir jetzt diese Konvergenz haben. Aber ja, für mich existiert und entwickelt sich das Universum als lebendiges, empfindendes, bewusstes Wesen. Nicht lokal vereinheitlichte Entität, die von ihrem ersten Moment an vor 13,8 Milliarden Jahren nicht mit einem großen Knall begann. Er war nicht groß, das wissen wir. Und es war kein Knall. Es war unglaublich fein justiert und geordnet, nicht nur in jenem ersten Moment. Seitdem war es eher ein großer Atemzug, dieses unglaubliche Ausatmen, während sich der Raum ausdehnte und die Zeit voranschritt
um immer mehr Komplexität und Selbstbewusstsein und individuelles Selbstbewusstsein erleben zu können. Es ist also eine Reise von Geist und Bewusstsein. Und für mich, ja, wir sind Ameisen. Meine Ureinwohnerfreunde nennen uns Mingu. Mingu. Und besonders wenn Leute kletterten, bedeutet es Ameisen. Sie nannten die Touristen, die den Ayers Rock, den alten Uluru, bestiegen, Mingu. Und jetzt ist es nicht mehr erlaubt, aber so wurden sie genannt. Aber wir sind mikrokosmische Miterschaffer, denn alles in unserem Universum, was uns gezeigt und was wir gesehen haben, ist, dass alles, was existiert, Bedeutung hat. Sogar das Unkraut im Garten und beißende Ameisen und alles, was existiert, hat eine inhärente Bedeutung und einen evolutionären Zweck. Und das ist die unglaubliche neue Erkenntnis und Geschichte, auf die die Beweise hindeuten, von der uns aber die alten Traditionen, die indigenen Weisheitsträger bereits erzählt haben. Ja, und du hast gesagt, dass sie das gemacht haben, bevor die Wissenschaftler nach Indien gingen, um die Veden zu studieren und Physiker zu werden. Im frühen 19. oder 18. Jahrhundert, Verzeihung, 20. Jahrhundert, sogar Oppenheimer. Oppenheimer zitierte wörtlich, ich glaube, er war Shiva. Der Zerstörer der Welten. Ja, das stimmt. Er konnte sogar die Zusammenhänge erkennen zwischen damals. Aber sie waren nicht populär. Ihre Veröffentlichung glich keinem Aufruf, hey, wir haben es herausgefunden. Es war eine kleine, eingeweihte Gruppe von Wissenschaftlern und jetzt wird es immer mehr, es wächst und immer mehr Wissenschaftler, mit denen ich in der Sendung spreche, mehr Quantenphysiker, mit denen ich rede. Jeder einzelne von ihnen sagt, schau, es gibt das öffentliche Bild eines Quantenphysikers und das private auf Partys, in den Ecken der Partys. Und sie können öffentlich nicht das sagen, was sie glauben, weil es beruflicher oder akademischer Selbstmord an ihrem jeweiligen Ort wäre. Und dann gibt es diese mutigen Seelen, die sich entscheiden, herauszukommen und zu sagen, wisst ihr was? Ich bin anderer Meinung. Darauf deuten die Beweise hin. Ich meine, allein das Konzept der Quantenverschränkung ist für einen Materialisten ärgerlich. Die Realität ist, das dürfte Ihnen bekannt sein, der Nobelpreis für Physik im Jahr 2022 wurde 3 Quantenforschern verliehen: John Clauser, Alan Aspect und Anton Zahlinger. Und sie haben jahrzehntelang experimentell die universelle, nicht lokale Quantenverschränkung erforscht, und der Nobelpreis für Physik wird nur für etablierte Wissenschaft vergeben, wenn es umstritten ist. Der Preis wird nicht verliehen. Also beispielsweise Einstein erhielt seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie, da sie noch als umstritten galt, sondern für den photoelektrischen Effekt, wobei Photonen Lichtquanten herausschlagen, aus einem Metall. Und das zeigte tatsächlich die quantisierte Natur der Energiematerie zusammen mit Leuten wie Max Planck und anderen. Also die Tatsache, dass der Nobelpreis für Physik letztes Jahr verliehen wurde an Centros, die Wissenschaftler, die sich mit universeller Nichtlokalität beschäftigen. Ich denke, das ist ein Wendepunkt für die Wissenschaft. Und das andere ist, im Jahr 2018 hat eine Gruppe am MIT und an anderen Universitäten, zu der auch Anton Zeilinger gehörte, es experimentell geschafft, das sogenannte Verschränken, also buchstäblich gleichsam als eine einzige Entität erschaffen, Photonen aus einem Labor mit Sternenlicht von 600 Lichtjahren Entfernung, von Photonen aus einem sogenannten Quasar, einem sehr aktiven, sehr alten galaktischen Zentrum, 12,2 Milliarden Lichtjahre entfernt, was die kosmologische Skala der Quantennichtlokalität aufzeigt. Aber sehen Sie, dies reicht zurück bis an die allerersten Anfänge der Quantenphysik. Denn man erkannte, dass Quantenmechanik nur so funktionieren kann. Das gesamte Universum musste nicht lokal verschränkt sein. Und das nennt man Bellsche Ungleichung, Bells Theorem, Bellsche Ungleichung. Also, was das Experiment von 2018 zeigen konnte, war, dass die Grade der Verschränkung überstiegen. Bells Ungleichung und somit zeigte,
dass die Quantennichtlokalität tatsächlich auf kosmologischen Skalen existiert. Und obwohl man nicht so oft darüber spricht, dass das Erscheinen unseres Universums, seine quantisierte Energie, Materie und sein nicht quantisierter Raumzeit aus tieferen, nicht physischen Bereichen hervorgehen, was die Quantenphysik besagt. Aber alle machten la, la, la. Sehen Sie hier, lassen wir uns die Technologie betrachten. Sieh mein neues iPhone. Ist es nicht hübsch? Nun darf ich Ihnen die 10.000 Dollar Frage stellen. Was ist das kosmische Hologramm? Leben wir in einer simulierten Realität? Und gibt es dafür Beweise? Soweit ich weiß, gibt es welche, aber ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Nun, zunächst würde ich unsere Realität nicht als simuliert bezeichnen, denn ich denke, eine Spekulation, die kursiert, und es bleibt Spekulation, ist, dass unser Universum vielleicht eine Simulation ist, einer hochentwickelten Kultur oder Substanz außerirdischen Ursprungs. Es gibt auch die Simulationstheorie, dass Gott oder das Universum oder etwas anderes es erschafft. Ja, genau. Aber das Risiko der Simulationstheorie liegt darin, uns als eine Art Computerspiel zu betrachten. Ehrlich gesagt, besteht die Gefahr, dass unsere Entdeckungen uns ein Universum voller Bedeutung und Zweck suggerieren. Das rührt von der alten materialistischen, wissenschaftlichen, materialistischen Weltanschauung her, die ein grundsätzlich totes, bedeutungs- und zweckloses Universum annimmt. Ein Universum, in dem Evolution zufällig voranschreitet und das im Kern als zufällig betrachtet wird. Okay, wir haben nun Beweise, die alles bisherige auf den Kopf stellen. Doch die Simulation zeigt Ähnliches. Sie nimmt uns quasi die Handlungsfähigkeit. Sie entmachtet uns gewissermaßen. Könnte so verstanden werden, dass es uns entmachtet. Deshalb nutze ich das Wort nicht. Aber was ich sagen würde, ja, die vorhandenen Beweise legen nahe, dass die Realität unseres Universums im Grunde holographisch dargestellt ist. Die Unterstützung für diese Ansicht und ihre Grundlagen reichen weit zurück, über zahlreiche Jahrzehnte, bis hin zu den anfänglichen Forschungen über schwarze Löcher und was man die Thermodynamik schwarzer Löcher nennt. Und die Frage war, was passiert, wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat und daher gravitativ kollabiert? Und weil er so massereich ist, ist der gravitative Kollaps so mächtig, dass er nicht aufgehalten wird. Und der Stern als Kugel, er war eine Kugel als Stern, kollabiert also kugelförmig und zieht sich zusammen über einen Punkt hinaus, der Ereignishorizont genannt wird, wo die Gravitation so stark ist, dass nicht einmal Licht entkommen kann, daher der Begriff schwarzes Loch. Dann war die Frage, was passiert mit all den Informationen von diesem Stern? Um es kurz zu machen, man hat verstanden, dass die Informationen nicht verloren gehen, sondern erhalten bleiben. Am Ereignishorizont aber, anstatt dass es proportional zum Volumen des Sterns oder des schwarzen Lochs, also dem Volumen dieser dreidimensionalen Kugel ist es tatsächlich proportional zur zweidimensionalen Oberfläche des Ereignishorizonts. Nun, für einige helle Köpfe wie Leonard Susskind und Jakob Bekenstein und Leonard Unterhoef und andere, sie erkannten die Ähnlichkeit zu einem Hologramm, bei dem Licht von einem Objekt reflektiert wird. Ein Lichtstrahl wird dabei im Wesentlichen aufgespalten. Ein Teil des Strahls trifft ein 3D-Objekt, vielleicht ein Apfel, vielleicht du. Es kann alles sein, was wir wählen. Und das Licht, wenn es zurückkommt, reflektiert und voller Informationen über dieses Objekt. Wenn das mit dem anderen Strahlteil kombiniert wird, entsteht ein zweidimensionales Muster, wird um das dreidimensionale Objekt erzeugt, und wenn ein anderer Lichtstrahl durch dieses Muster scheint. Ein Hologramm wird projiziert,
die dreidimensionale Erscheinung des Originalobjekts, um das man herumgehen und mit dem man akustisch mittels unglaublicher Technologien interagieren kann. Aber als diese Leute das, was sie entdeckten, erweiterten, über die Information schwarzer Löcher und dehnten sie auf das Universum aus, erkannten sie, dass unser Universum eine holographische Projektion von Informationen sein könnte, projiziert als das Bild. Das dreidimensionale Erscheinungsbild oder das vierdimensionale Erscheinungsbild von Raumzeit, die Dreidimensionalität des Raumes und die Eindimensionalität der Zeit. Seitdem hat nahezu jeder theoretische Rahmen, die vorangetriebene Stringtheorie oder vorangetrieben wurde. Versuche, die Gravitation zu quantisieren oder nur Sinn aus Dingen zu machen, endeten in ähnlichen Schlussfolgerungen. Dass wir das Universumserscheinungsbild tatsächlich besser als holographische Projektion erklären können, eine von sinnvoll informierter Information. Manchmal scherze ich, Quantenphysik sei total 20. Jahrhundert. Weil wir nun erkennen, dass das Aussehen unseres Universums, es ist quantisierte Energiematerie. Und ich benutze hier einen anderen Ausdruck, entropische Raumzeit. Beides entsteht aus tieferen Ebenen. Intelligent, bedeutungsvoll. Intentional Cause. Als Information, dargestellt durch quantisierte Energie, Materie und Information, komplementär. Als entropische Raumzeit. Führt man diese, wie in meinen letzten Büchern, zusammen, ergibt sich ein Rahmenkonzept. Sehr direkt erweitert man die drei thermodynamischen Gesetze zu Informationsgesetzen. Und plötzlich, wie bei einem Zauberwürfel, fügt sich alles zusammen und man versteht, wie unser Universum auf diese Weise existiert und sich entwickelt. Zuerst, das ist Ketzerei. Bald wird man euch auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Meine Füße werden jetzt schon ganz warm. Ich habe den Eindruck, dass du gerade eine Menge beiträgst. Ich muss übrigens sagen, dass ich diese Erklärung liebe. Sie ist wahrhaftig wunderschön und von eleganter Natur. Von dem Hologramm, dem kosmischen Hologramm, in welchem wir existieren. Bitte korrigieren Sie mich, falls ich irre, aber es wurde entdeckt, dass im Zentrum jeder Galaxie ein schwarzes Loch ist. Also gibt es auch eines in der Mitte der Milchstraße, das sie vielleicht erschaffen hat. Das ist eine Theorie, die auf neuesten Erkenntnissen fußt. Was Sie eben sagten, das könnte die Reflexion sein, vom schwarzen Loch erzeugt, diese Galaxie, könnte das möglich sein? Es ist wahrlich eine faszinierende Perspektive, denn wir sprechen hier von einem Universum, das existiert und sich entfaltet, als eine lebendige, empfindsame, bewusste, nicht lokal vereinheitlichte Entität von seinem allerersten Anfang an, seinem winzigen, fein abgestimmten Anfang, vor 13,8 Milliarden Jahren. Und wir erkennen nun, dass diese sogenannten supermassiven schwarzen Löcher, wie das im Zentrum unserer Milchstraße, anscheinend im Kern vieler, wenn nicht aller Galaxien stehen, während sie sich aus diesen früheren Epochen herausentwickeln. Unser supermassives schwarzes Loch ist gar nicht so riesig, es hat nur 3 Millionen Größen unserer Seele. Aber es wurde gerade eines entdeckt. Ich glaube, das sind 30 Milliarden Sterne, Sonnen im Maßstab. Ich meine, sie sind absolut gewaltig. Und wir haben Glück, denn unseres ist ziemlich ruhig. Einige sind sehr aktiv, aber unseres ist ziemlich ruhig, im Wesentlichen. Im Wesentlichen sind es Aspekte der Erinnerung unserer Welt, unseres Universums, das voranschreitet. Aber vergesst nicht, wenn ich vom kosmischen Hologramm spreche, dann meine ich unser gesamtes Universum, die Grenze dessen, was wir Raumzeit nennen, als zweidimensionale Grenze, eine des Raumes, eine der Zeit. Der Grund für die Ausdehnung des Raums und das Fließen der Zeit ist, dass ohne dies Existenz möglich, aber keine Entwicklung wäre. Jeden Augenblick das sogenannte Planck-Zeitmoment
Auf jeder Planck-Skala dieser Grenze, die winzig ist. Weitere weiterführende universelle Informationen, wenn Sie möchten, kann dann holographisch projiziert werden, was es uns ermöglicht, dieses Gespräch zu führen. 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall war unser Universum so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Etwa wie ein Baby-Universum, das seine erstaunliche evolutionäre Reise antritt. Doch mit der Ausdehnung des Raums wächst in jedem Moment die holographische Grenze. Indische Tradition kennt Akasha-Chronik. Oh ja, natürlich. Geschichte, ja. Nun, dann lass mich dir diese Frage stellen. Ich spiele hier mal den Advocatus Diaboli. Wenn wir ein Hologramm sind und in einer holographischen Umgebung leben, wie können wir dann physisch sein? Denn wenn ich ein Hologramm sehe, kann man einfach hindurchgreifen. Es ist nichts Physisches. Also, woraus besteht das? Materialismus, in dem wir sind, dieser physische Aspekt? Nun, wenn wir tiefer eindringen, wissen wir das schon so lange wie die Quantenphysik. Verständnis erreicht man zu fast 100%. Nein, nicht in diesem Sinne. Was übrig bleibt, sind Beziehungen und informationelle Verknüpfungen. Okay? In der Schule wurde mir beigebracht, Atome seien kleine Billardkugeln. Aber das ist nicht korrekt. Sie sind schwingende informationelle Beziehungen, aber im anderen Sinne davon. Unser Universum ist von Natur aus relational, aber es ist nicht fest. Der Grund, warum wir keine geschlossene Schleife sind, der Grund, warum wir nicht durch den Boden sinken, sind Aspekte der Quantenmechanik, hauptsächlich das Pauli-Ausschlussprinzip, was bedeutet, dass für die speziellen Arten von Entitäten, aus denen wir bestehen, jene Wellenformen, die wir Quarks und Elektronen nennen, nicht denselben Quantenzustand zur gleichen Zeit einnehmen können. Also können all die Bestandteile unseres Körpers nicht denselben Quantenzustand einnehmen. Deshalb verschmelzen wir nicht einfach miteinander, während Licht, das ein anderes Phänomen ist, dies kann, weshalb Hologramme so viele Informationen speichern können. Aber eine andere Kraft trägt zur scheinbaren Trennung bei. Ist der Elektromagnetismus. Also wir haben sogenannte elektrostatische Abstoßungen, weil die äußeren Elektronenbahnen in Atomen negativ geladen sind und sich sozusagen abstoßen. Also wir haben das Pauli-Ausschlussprinzip, die Phänomene des Elektromagnetismus, die uns fest erscheinen lassen, obwohl wir es nicht sind. Richtig. Wie ich bereits erwähnte, richtete ich die Frage mehr an die Zuhörer. Doch als du sagtest, weißt du, wurde mir klar, dass ich es vergessen hatte. Wir sind pure Energie und bei genügend Tiefe existiert kein Raum. Im Wesentlichen sind wir einfach da. Es scheint, als wären wir Code. Hinter all dem steckt ein Programmiercode. Nicht wörtlich gemeint, sondern als Analogie. Es gibt den Code unseres Körpers. Und dann die DNA. Wenn man in tiefere metaphysische Aspekte eintauchen will, wie Karma und generationenübergreifendes Karma. Warum hast du ein Muttermal auf dem Rücken? Warum kannst du das nicht? Was ist die Ursache? Kein offensichtlicher Grund. Diese Arten von Kodierung sind Information. Es wirkt wie ein ständiger Informationsfluss, der stets ein- und ausgeht. Es ist wahr, man wirft mir eine Besessenheit mit Bindestrichen vor, weil ich in Bindestrichformation schreibe, um wirklich zwischen einigen bedeutungslosen Kauderwelsch und die bedeutungsvollen Informationen, das Grundgerüst unseres Universums, der Welt und, wie du sagst, Alex, das kosmische Hologrammmodell, und das ich auch in der Geschichte von Gaia weiterschreibe, welche die evolutionäre Geschichte davon ist, was das bedeutet, ist eine sinnvoll informierte Universum, das auch multidimensional ist. Es hat also Ebenen von Intelligenz, archetypischer Intelligenz, in verkörperten und nicht verkörperten Formen. Es ist also viel großartiger, wunderbarer, aufregender, eine Geschichte und eine einheitliche neue Erzählung, in der alles Existierende hat einen Sinn und evolutionären Zweck, also auch wir Menschen. Ja, ganz ohne Frage, ich liebe, was du in Bezug auf das mehrdimensional, denn es umfasst mehr als nur eine Dimension.
Ich habe mit vielen Nahtoderfahrenen gesprochen. Sie besuchten irgendwie eine andere Dimension, hatten außerkörperliche Erfahrungen, Kanäle, durch die andere sprechen. In vedischen Texten, so glaube ich, ist von 49 Ebenen, unterschiedlichen Bewusstseinsstufen, die Rede, zu denen man aufsteigen kann. Aufgestiegene Meister erreichen diese. Und du entwickelst dich ständig weiter. Es steckt so viel darin. Aber jetzt, wo Wissenschaftler wie du anfangen, es auf eine andere Art zu quantifizieren, ist es nicht mehr abgehoben. Wir distanzieren uns zunehmend vom Hokuspokus und bewegen uns stetig auf die Wissenschaft zu. Wir entfernen uns vom Hokuspokus und nähern uns der Realität, Beweisen und Belegen. Doch ich habe eine Frage, da Sie im Gespräch öfter die Zeit erwähnt haben. Meine Perspektive auf Zeit ist, dass sie ein von Menschen erschaffenes Konzept ist, welches sich nach den Umdrehungen der Erde um die Sonne richtet. Verlässt man das Sonnensystem, hat Zeit nicht dieselbe Bedeutung. Es wird an keinem Ort exakt 12 Uhr oder 01 Uhr sein. Wie lautet Ihre Definition von Zeit, wenn man sie im Kontext der universellen Zeit betrachtet? Unser kleines 12:1 Ding, das wir laufen haben? Nun, bevor ich das tue, bevor ich es vergesse, ich sage, wir wechseln von Hokuspokus zu wir, denn das tun wir. Oh, das ist wirklich wunderbar. Ich liebe, dass das unser wahres Ich ist. Ja, ich denke, das ist ein wirklich häufiges Missverständnis. Bitte diese Perspektive zu würdigen, denn als Einstein erkannte, dass der Raum relativ zur Position eines Beobachters ist und die Zeit relativ zur Position eines Beobachters, denke ich, war das nicht sein größtes Genie. Er folgte weiterhin den Beweisen, und wohin er ihnen folgte, war, dass, ja, der Raum ist relativ, ja, die Zeit ist an sich relativ. Aber wir müssen sie vereinen, als Invariante, das sogenannte Raumzeitkontinuum. Also hat er verstanden, dass wir bei der Beschreibung eines Ereignisses nicht nur von 3 Raumdimensionen sprechen können. Ja, wir sprechen von 3 Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Und wenn wir diese 4-Dimensionalität messen, es spielt keine Rolle, ob wir diese Messungen hier auf der Erde, in einer weit entfernten Galaxie vor langer Zeit oder an einem anderen Ort durchführen. Diese Invarianz der Raumzeit ermöglicht es uns Kosmologen, von einem Universum zu sprechen, das vor 13,8 Milliarden Jahren seinen Anfang nahm, als den ersten winzigen Moment eines stetigen Ausatmens, eines anhaltenden großen Atems, wie ich es nenne. So funktioniert es, dass sich der Raum ausdehnt. In einem Planck-Skalenbereich, und das ist winzig, benannt nach Max Planck, einem der großen Pioniere. Aber bei jeder Planck-Skala Zeit, die ebenfalls winzig ist. Mehr und mehr und mehr und mehr Informationen kann holographisch im Raum-Zeit-Kontinuum manifestiert werden. Also haben wir eine universelle Zeit. Ohne diese würden die Physikgesetze nicht funktionieren, nichts bliebe zusammen. Aber wir haben auch diese persönliche Sichtweise von Einstein sagte einmal, und nur er konnte das sagen und damit durchkommen, wahrscheinlich, dass wenn man auf einem heißen Herd sitzt, fühlt sich eine Minute wie eine Stunde an. Aber wenn man neben einem hübschen jungen Mädchen sitzt, fühlt sich eine Stunde wie eine Minute an. Das ist ein persönliches Zeitgefühl, aber ich spreche hier von beidem. Unsere Zeitwahrnehmung, die so tief in unserer Biologie verwurzelt ist, basiert auf unserer Position auf der Erde, die um die Sonne kreist. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, es ist ein sowohl als auch. Wir als Kosmologen, als Menschen, können auch verstehen, dass unser gesamtes Universum eine Reise durch die Raumzeit unternimmt. Es gibt eine universelle Zeit, deren einseitiger Fluss von der Vergangenheit in die Gegenwart verläuft. In jedem Moment befinden wir uns an der Bugwelle dieses Hier und Jetzt mit der sich entfaltenden Zukunft. Es ist faszinierend, wenn du dir Interstellar von Chris Nolan ansiehst. Starte bloß keine Diskussion darüber. Ist er schlecht oder gut? Tommy? Ich mag den Film, aber die Wissenschaft darin ist nur okay, na gut. In Ordnung, abgesehen davon. Aber die Vorstellung von, was Sie dazu gesagt haben. Im Raumschiff erlebten sie 24 Stunden. Doch auf dem Planeten zählt jede Minute als ein Jahr. 5 Minuten entsprechen dort also einem Jahr.
Nach 15 Minuten auf dem Planeten kehrten sie zurück und der Mann war um 75 Jahre gealtert. Alt oder etwas Ähnliches. Ich bin fasziniert von dieser kosmischen, universellen Zeit, wie Sie sagen. Denn ich stimme Ihnen voll zu. Es muss sie geben. Wir befinden uns in einer. Wenn ich den Planeten verlasse, reise ich 1 Million Lichtjahre von jetzt. Mein Körper wird sich zersetzen, egal nach welchem Zeitmaß. Vielleicht in gefühlten 5 Sekunden. Betrachten Sie Zeit bei Hunden und Katzen. Hundejahre. Hundejahre im Vergleich zur Kunst. Das bietet eine andere Perspektive und eine andere bewusste Perspektive darauf, wo wir stehen. Also mein Jahr sind 7 Jahre meiner Katze oder sagen wir Hund, weil man von Hundejahren spricht. Sie schätzen. Also sie erleben Zeit völlig anders als wir, genau wie eine Ameise oder eine Eintagsfliege, die 24 Stunden lebt. Eine völlig andere Perspektive als wir. Es gibt eine Form von Zeit, in der wir gefangen sind, die sich um die Umdrehung um die Sonne dreht. Also 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr ist die Hauptuhrzeit. Aber es gibt eine universelle Art von Uhr, die anders ist, was erklärt, wie man sagen kann, vor 4 Milliarden Jahren. Aber es ist nicht nur das eine oder das andere, es ist beides. Daher ist, wie du sagst, die Erfahrung deines Hundes, sein oder ihr Leben, so wie es erlebt wird. Und das Timing dieses Lebens, sei es bei einer Eintagsfliege oder bei uns. Und das gesamte Universum erfährt es. Nun wird die universelle Zeit in dem gemessen, was wir Planck-Sekunden nennen. Aber der Sinn der Planck-Skala. Sie offenbart uns dieses tiefere Verständnis der Realität unseres Universums. Denn es gibt 4 Konstanten im Universum, die wir in beliebigen Einheiten messen können. Aber es sind die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante, die Planck'sche Konstante und die sogenannte Boltzmann-Konstante, die sich auf die Thermodynamik bezieht. Wenn man sie zusammenführt, ergeben sie sich in 5 Maße für Energie und Materie und Raum und Zeit und Temperatur. Diese Maße, sie können das tun, was Wissenschaftler Normalisierung nennen. Eine Plancklänge kann als die Distanz definiert werden, die Licht dieses konstante und universelle Phänomen in einer Planck-Zeit zurücklegt. So lassen sich alle auf die fundamentale Zahl 1 reduzieren. Es ist irrelevant, ob du, ich oder ein beliebiges Wesen, sei es außerirdisch, in ferner Zukunft oder Vergangenheit, diese Größen messen. Sie vermitteln ein grundlegendes Verständnis über die Natur der Realität unseres Universums. Daher sprechen wir von universeller Raumzeit und universeller Energiematerie. Alles bleibt verbunden als eine nicht lokal vereinheitlichte Entität, wo die Zeit von diesem Punkt vor 13,8 Milliarden Jahren gemessen werden kann. Und mit jeder Planck-Skala Zeit, wo sich der Raum ausdehnt und die Zeit fließt, um die Geschichte unseres Universums zu erzählen. Dennoch ist es ein sowohl als auch. Das Erleben des Verlaufs der Zeit in unserem selbstsicheren Bewusstsein. Das haben wir schon alle gemacht. Wir lesen vertieft ein Buch, sehen einen Film, führen ein Gespräch. Eine sportliche Situation, in der man im Fluss ist und die Zeit stillzustehen scheint. All das Zeug, all das Zeug. Und sobald wir darüber hinausgehen, dieses kosmische Hologramm in Raum- und Zeitdimensionen, unser Universum erkennt sich selbst in seiner Ganzheit aufgrund seiner nicht lokalen Universalität. Innerhalb der Raumzeit ist die Lichtgeschwindigkeit der kosmische Geschwindigkeitspolizist, der es ermöglicht, dass sich diese universelle Kausalität über 13,8 Milliarden Jahre entfaltet und weiterhin wirkt. Es ist ein sowohl als auch. Doch wenn wir in körperlose, multidimensionale Ebenen von Existenz und Bewusstsein übergehen, verändert sich das Zeitgefühl deutlich. Ich bin sicher, Sie haben darüber gesprochen und ich habe viele Erfahrungen gemacht, die das bestätigen. Oh, absolut. Die Zeit verflog, während wir. Wenn du in etwas vertieft bist und deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest, kann die Zeit stillstehen oder wie im Flug vergehen.
Ganz so, wie Einstein es beschrieb, wenn du bei deiner geliebten Person bist. Wenn du bei deinem Schatz bist, vergeht eine Stunde wie eine Minute. Aber im Straßenverkehrsamt deinen Führerschein zu verlängern, eine Minute wirkt wie eine Stunde. Kein Zweifel besteht, nein. Es ist faszinierend und ich habe gehört, dass die Expansion des Universums wegen der Lichtgeschwindigkeit schneller voranschreitet. Ist das wahr? Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Haben Sie das auch gehört? Nein, das ist es nicht, aber Sie haben wohl von einer sehr frühen Epoche des Universums gehört. Das ist eine Vermutung, noch unbewiesen. Die Phase der Inflation. Nun, die Inflationsphase war wirklich eine Hypothese, die aufgestellt wurde, um über die Homogenität unseres Universums und der Horizont, das sogenannte Horizontproblem des Universums. Doch beim Wechsel zur Perspektive eines kosmischen Hologramms ist das gesamte Universum nicht lokal vereint. Diese Sichtweise und dieses Modell benötigen keine inflationäre Ära. Und die inflationäre Ära galt als der Zeitraum, in dem der gesamte Raum schneller als das Licht expandierte. Also, ich folge Beweisen, wohin auch immer, doch Belege für eine reale inflationäre Epoche fehlen noch, obwohl oft anders behauptet. Obwohl es häufig als Fakt angesehen wird, ist es das tatsächlich nicht. Wir haben keinen Beweis dafür, und das bringt eigene Probleme mit sich, denn niemand weiß, wie es beginnen oder enden würde. Wenn es das ist, Hört es jemals auf? die Idee ist, dass es viele parallele Universen gibt. In der Wissenschaft gibt es eine Regel, Ockhams Rasiermesser genannt. Wähle die einfachste Erklärung, aber nicht einfacher. Ein Prinzip, das auch Einstein zitierte. Doch dies steht im Widerspruch dazu, im Sinne Ockhams Rasiermessers. Und ich finde es nicht erforderlich. Also, wir werden sehen. Nun, lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen, denn ich habe schon wieder gehört, dass das Universum unendlich ist. Wenn es nicht unendlich ist, was ist dann am Rand? Machen wir es. Im Raumzeitkontinuum existiert nichts Unendliches. Jede Dimension und jedes Maß in unserem Universum ist endlich. Unser Universum begann vor einer endlichen Zeit, nicht vor unendlicher Zeit, vor einer endlichen Zeit. Wir wissen auch, wenn wir die Analyse von Wasserstoff betrachten, dass vor etwa 9 Milliarden Jahren unser Universum eine enorme Welle der Sternenbildung erlebte, die Wasserstoff verbraucht und dass diese seitdem stetig abgenommen hat. Daher hat unser Universum nur noch sehr, sehr wenig Wasserstoff übrig, um weitere Sterne zu bilden. Das andere ist, dass aus der Frühzeit unseres Universums, als es durchsichtig für Licht wurde und Atome sich formen konnten, im Wesentlichen. Es gab Strahlung. Seitdem hat sich das Universum kontinuierlich ausgedehnt und die ursprüngliche Strahlung wurde zu Mikrowellenlängen gestreckt. Heute wird sie als kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung bezeichnet. Bei der Analyse entdeckte man winzige Temperaturunterschiede, die erst vor Jahren erforscht wurden. Und zunächst einmal stellte man fest, dass sie die Muster enthalten, auf die ich zuvor hingewiesen habe. Diese Muster, die alle Maßstäbe des Daseins umfassen, und in zahlreichen Forschungsbereichen nennen wir sie Fraktale. Aber jene Temperaturunterschiede erwiesen sich als Fraktale, jedoch waren sie auch nur endliche Wellenlängen. Sie füllen den gesamten Raum aus. Also gibt es nichts im Raum und im kosmischen Mikrowellenhintergrund, das unendlich ist. Klar, wir wissen durch die Idee eines kosmischen Hologramms, dass es endlich ist. Es stellt eine holographische Grenze dar, die eines bewussten, aber begrenzten Universums. Und das letzte Stück gewissermaßen, wenn Sie möchten. Potenzielle Beweise sind, dass unser Universum begann in seinem heißesten Zustand, seiner Planck-Temperatur und seinem niedrigsten Informationsgehalt, den ich Entropie nenne. Seitdem, mit der Ausdehnung des Raums und dem Verstreichen der Zeit,
fielen die Temperaturen und die Entropie stieg. Aktuell sind wir bei nur 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt, während es anfing bei 10 hoch 32 Grad Kelvin, billionenfach heißer als das Zentrum unserer Sonne. Also nähern wir uns jetzt dem Endzustand. Drängt gewissermaßen dorthin, wo die Entropie, der Informationsgehalt noch zunimmt, aber die Temperatur wird fallen und sie kann nicht unter den absoluten Nullpunkt fallen. Also deutet das wieder auf ein endliches Ende hin. Was liegt dann darüber hinaus? Also kehren wir zu den vedischen Weisen zurück, nicht wahr? Denn die Wissenschaft hat ihre Grenzen. Ja. Bis du gegen eine Wand stößt, sozusagen, okay, also der große Atem, verstanden. Der Urknall, wenn du so willst. Gut, meinetwegen. Was war davor? Woher kam es? Und genau an dieser Stelle, wir müssen quasi ins Spirituelle eintauchen, müssen in die vedischen Schriften, in diese alten Ideen graben, die weit über unser Verständnis hinausgehen. Und wir versuchen immer noch Dinge zu entschlüsseln, die sie seit Tausenden von Jahren sagen. Und in der Archäologie entdecken sie ständig neue Dinge. Und all das, lass uns gar nicht erst auf alte Zivilisationen zu sprechen kommen, denn das könnte ein ganz anderes, wunderbares Gesprächsthema sein. Ein komplett anderes Thema. Aber es ist faszinierend, dass wir es sind. Übrigens, das war eine wunderschöne Erklärung. Ich habe übrigens viel gelernt. Ungeheure Menge an Stoff in diesem Gespräch. Aber darf ich Ihnen etwas fragen, denn ich habe diesen Begriff oft gehört. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren. Was ist heilige Geometrie und wie wirkt sich das aus? Die Rolle der Strukturierung des Universums. Es gibt eine Lehre, einen Lehrplan, der Quadrivium genannt wird. Und das bedeutet vierfach. Und das führt zurück zu dieser alten, universellen Weisheitslehre, dass alles in dem, was wir Realität nennen, im Wesentlichen Zahl ist, mit dem kosmischen Hologramm und dem heute nur angedeuteten Verständnis. Diese Zahlen, diese grundlegenden Zahlen, sind die Einsen und Nullen digitalisierter Informationen. Und ich bin von der Bedeutung, die sie tragen, fasziniert. Und sie sind die Pixelierung unserer universellen Realität auf der Planck-Skala. Und sie sammeln sich dann an, um buchstäblich das Erscheinungsbild von quantisierter Energie, Materie und entropischem Raumzeitgefüge zu formen, aus Nullen und Einsen. Wir können Zahlen darstellen. Wir können Zahlen ausdrücken, zum Beispiel in einer Fibonacci-Folge von 0135. Und wir finden die Fibonacci-Folge und viele, viele andere numerische Zusammenhänge, bilden die Musterung auf allen Ebenen des Daseins. Doch das Quadrivium, basierend auf dieser Kosmologie von idealen Zahlen, sprach von Musik als Zahlenform in der Zeit und Geometrie als Zahl im Raum. Wir sprechen also von der heiligen Geometrie. Es ist einfach eine Anerkennung der Heiligkeit der Schöpfung, dieser Schönheit. Spirituell begründet, universell bewusstseinsbasiert, alles, was wir Realität nennen. Und die antiken griechischen Geometer, die nur eine Art Lineal hatten und etwas zum Entlanglaufen und Markieren, erkannten, dass wir 5 Arten von dreidimensionalen Erscheinungen des Perfekten hatten, solide, die platonische Körper genannt werden, Tetraeder, der Würfel und so weiter. Und in 2 Dimensionen ist ein Tetraeder ein Dreieck. Was wir jetzt erkennen, ist, dass anstelle der idealisierten Formen, wo Dreiecke, bei gleichen Beziehungen können Sie diese vergrößern oder verkleinern. In den gleichen Beziehungen entdecken wir nun durch die Analyse riesiger Datenmengen diese sogenannten fraktalen Muster, die ihre Asymptote, ihre Konvergenz zu diesen idealisierten Formen hin ausbilden. Aber weil Wolken fraktal sind, Flusssysteme fraktal, der Sonnenwind fraktal ist, so ordnen auch Atome ihre Elektronen fraktal an, wenn sie von Isolatoren zu Metallen übergehen. Diese sind nicht idealisiert, stehen jedoch in Beziehung. Sie sind relational und skalieren nach oben sowie unten.
So sind dies die Muster der Realität. Also alles ist heilig, die Geometrie. Das ist wunderschön ausgedrückt. Wunderschön ausgedrückt. Und wenn wir schon dabei sind, diese Dreiecksform und Mathematik, ich würde gerne deine Sichtweise dazu hören, die große Pyramide und ihre tief verankerte Mathematik. Sie ist so tiefgründig. Ja, das ist sie. Es ist eine Nachricht. Ich habe vergessen, wie die genaue mathematische Gleichung lautet. Aber wenn man sie mit x multipliziert, erhält man den Erdumfang. Und wenn man noch eine macht, dann entspricht die Höhe der Erde. Es war fast, die Alten hinterließen diese Informationen auf die einzige Weise, die sie kannten, die nicht gelöscht werden würde und nicht entfernt. Woher glauben Sie, stammt diese detaillierte Information? Denn ich liebe alte Zivilisationen und Geschichte, das Verlorene. Das fasziniert mich. Das wäre ein anderes Gespräch, das wir führen könnten, denn ich möchte auch darüber sprechen. Aber es scheint, als ob die Pyramiden, die über Zeit fortschrittlicher hätten werden sollen, verfielen. Es ging bergab. Und die Sphinx schien der Höhepunkt zu sein, der Gipfel von allem, was damals existierte. Die Menschen und so weiter. Und die Technologien wurden immer schlechter und schlechter und schlechter. Was denken Sie darüber? Wer hat es erschaffen? Was hat es erschaffen? Und wie um alles in der Welt könnten Sie so präzise mathematische Gleichungen in die Geometrie einer Pyramide eingefügt haben zu einer Zeit, als es wird behauptet, dass wir angeblich sollten, liefen wir einfach im Sand. Beten zu Ra, ist das dein Ernst? Es ist ein anderes Gespräch, weil es so umfassend ist. Vor Jahren, Claire, hörbar sagte man mir, es käme eine Zeit, und ich denke, sie ist jetzt, wo wir uns wortwörtlich erinnern würden, wer wir sind, und wir würden uns erinnern. Unser Erbe, das zugleich irdisch, innerirdisch und ebenso außerirdisch ist. Und mir scheint, dass wir nun an der Schwelle zu so vielem davon stehen. Es ist eine Erinnerung, die zum Öffnen einlädt. Unsere Herzen und unseren Verstand diesen unglaublichen Möglichkeiten und Erkenntnissen zu öffnen, nicht damit wir unseren Verstand verlieren. Es ist wirklich so. Aber die Beweise werden jetzt auf so vielfältige Weise entdeckt. Und wir sind in einer Lage, in der zum ersten Mal unternimmt die NASA Forschungen. Wissen Sie, wir haben den Kongress so viel, bereits 100 Piloten. Noch mehr haben einen Brief für Offenlegung unterschrieben. Wir stehen, glaube ich, an der Schwelle zu dem, was mir vor Jahren gesagt wurde, eine Zeit des Erinnerns. Also jene alten Geheimnisse, diese unglaublichen. Ich glaube, sie werden jetzt neu entdeckt, neu bewertet und wieder eröffnet, und wir werden eine viel tiefere Perspektive darauf haben. Und das andere, worüber ich wirklich begeistert bin, zeigt uns das auf. Und was die Beweise zeigen, ist, dass es die multidimensionalen Kommunikationen naturalisiert, also Synchronizitäten, übernormale Phänomene, nicht übernatürlich, nicht paranormal, übernormal. Das sind unsere naturalisierten Erbe als mikrokosmische Miterschaffer des wunderbaren, herrlichen Universums. Wir stehen in einem unglaublichen Augenblick, einem entscheidenden Wahlmoment, denn unsere von Materialismus und Trennung geprägte Weltanschauung hat uns an den Rand eines Abgrunds geführt. Anders als viele Bekannte ist es ein wirklich unglaublich herausfordernder Moment, aber einfach, Sinn. Und ich weiß, du tust es und hoffe, Zuhörer spüren die Einladung unseres Universums, heranzuwachsen, koevolutionäre Partner des Bewusstseins zu sein, uns daran zu erinnern, dass wir mehr als Menschen sind. Unser Planet ist Heimat, Gaia fühlt, wir sind Gaians. Wenn wir das schaffen, haben wir nun Beweise, die uns stützen.
Wie meine Freundin Joni Carly sagt, ist Einheit keine Bestrebung, sondern unsere existenzielle Realität. Meine andere Freundin Julie Krull meint, Einheit ist kein Ideal, sondern real. Also, zu was erwachen wir? Dort, wo Einheit in radikaler Vielfalt gelebt wird, wo wir Bedeutung und Zweck einzigartig finden. Das klingt so wunderschön, das hast du gesagt. Ich glaube, wir verbessern uns, aber es gibt noch viel von dieser dogmatischen Programmierung, die uns während unserer Existenz aufgezwungen wurde, dass, wenn sie davon abweicht, die wir seitdem hatten, nutze ich das Wort Programmierung strategisch, weil von Geburt an werden wir durch die Überzeugungen unserer Eltern und unserer Umgebung geprägt. Diese Einflüsse bestimmen unsere Grundprogrammierung, unsere Ansichten über die Welt, Realität, Gott, das Universum, unsere Religion sowie die gesellschaftlichen Rollen von Frauen und Männern. Wenn diese tief verankerten Überzeugungen in Frage gestellt werden, entstehen Konflikte, die bisweilen in Kriegen münden. Wenn es zur Aktion kommt, dann kämpft man dafür, sie zu verteidigen. Ich sehe tatsächlich eine Chance bei diesen Ideen, besonders bei der jüngeren Generation. Die ältere Generation ist einfach zu sehr darin verwurzelt. Ich denke, meine Generation ist eine Brückengeneration mit einem Fuß in der alten und einem in der neuen Welt. Ich kenne die Zeit vor dem Internet und habe seine Entstehung miterlebt. Und wie es danach war. In einer Zeit, als meine Kinder zur Welt kamen, an einem Ort, wo Unverständnis herrschte, in einer Ära, wo Informationen nicht stets auf Knopfdruck verfügbar waren. Es ist interessant zu sehen, wie wir vorankommen werden als Spezies. Ich stimme zu. Es ist wirklich interessant. 2023 markiert den 400. Jahrestag von Francis Bacons De Augmentis Scientiarum. Wie erwähnt, bekommt Bacon oft einen schlechten Ruf, als hätte er uns in eine materialistische Perspektive geleitet. Indem ich seine Werke lese und einige der Gelehrten kenne, die sich schon sehr lange mit seinen Arbeiten beschäftigen, würde ich eine andere Perspektive vorschlagen, dass er erkannte, wie ich bereits erwähnte, dass seine Welt voller Aberglauben war. Und das war nicht länger heilsam und es war nicht gesund. Und so war die wissenschaftliche Methode ein Weg, um der Beweisführung folgen zu können. Und meiner Meinung nach hoffte er, dass sie das Göttliche enthüllen würde. Doch das tat sie nicht. Das Göttliche loswerden, was es offenbaren und ein tieferes Verständnis der Realitätsnatur bringen würde. Es gibt einen esoterischen Zyklus von rund 400 Jahren und dieses Jahr markiert den 400. Jahrestag. Also sitze ich hier, warte und genieße meinen Tee. Aber um vielleicht zum Abschluss zu kommen, Ihrer Aussage, denn ich bin Teil einer Gruppe von Denkern rund um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und deren Verwirklichung, das mit dem abgeschotteten Denken der Weltanschauung, die Sie beschrieben haben, diese Nachhaltigkeitsziele nicht umgesetzt werden können, weil sie erkennen nicht die volle Vernetztheit all dessen, was sie zu erreichen versuchen. Und so habe ich letztes Jahr mit einer Gruppe von Leuten zusammengearbeitet und das entwickelt, was wir eine einheitliche Erzählung nennen, welche eine neue Erzählung von Einheit und Vielfalt, die auf Fakten fußt. Doch kurz vor dem letzten Jahreswechsel haben die Vereinten Nationen erstmals in ihrer 77-jährigen Geschichte haben formell eine Gruppierung von NGOs und anderen Organisationen gebildet, die als thematischer Cluster bekannt ist. Dieser basiert auf Einheit und zielt darauf ab, Verständnis in praktische Umsetzungen, Interventionen, Kapazitätsaufbau, Bildung sowie Governance zu transformieren. So gestaltet sich ein Großteil meiner Arbeit und die vieler anderer heute. Sind wirklich, wir hoffen zu teilen und einzuladen, Alex, und es ist keine Zumutung und es ist keine Drohung, denn alle Wege führen auf denselben Berg. In diesem Verständnis, also ist es eine Einladung, zur Party zu kommen und ehre jeden Weg und alle Wege. Dr. Jude, ich könnte ohne weiteres noch 3 oder 4 Stunden mit Ihnen reden. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Das mache ich bei all meinen Gästen.
Was ist Ihre Definition eines erfüllten Lebens? Für mich. Es ist ein Leben voller Erfahrungen. Das bin ich. Ich gehöre dazu. Ich gehöre zur Welt. Für mich gibt es keine Trennung. Also, es ist ein Leben voller Liebe, ein Leben voller Freude, ein Leben voller Dankbarkeit, ein Leben voller Neugier. Es ist ein sinnvolles Leben, welchen Sinn es auch für mich hat. Es ist ein Leben mit einem Ziel, welches auch immer meins ist. Und es ist ein Leben, in dem ich fühle mich am glücklichsten, am freudigsten, wenn ich dem Wohl der Allgemeinheit diene. Wie definieren Sie Gott? Gott ist allumfassend. So einfach ist das. Wenn du die Chance hättest, zu deinem jüngeren Ich zurückzukehren und diesem kleinen Mädchen einen Rat zu geben, welcher wäre das? Komm über dich hinweg. Absolut wahr, besonders bei deiner Teenager-Version. Das letzte Zitat und die letzte Frage. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Zu lieben und zu wissen, dass wir geliebt werden. Wir sind mikrokosmische Miterschaffer, bedeutungsvoll und zweckmäßig in einem liebevollen Universum. Und wo können die Leute mehr über dich erfahren und dein Buch, die Geschichte von Gaia, sowie all deine anderen Arbeiten finden? Die Website ist www.wholeworldview.org, ein Organismus, kein Verein, sondern ein Organismus, den ich 2017 mitbegründet habe, als das kosmische Hologramm veröffentlicht wurde. Unser Ziel ist es, das Verständnis, das Erleben und das Verkörpern von einheitlichem Bewusstsein zu fördern. Dort gibt es zahlreiche Ressourcen. Fantastisch. Haben Sie noch abschließende Worte für unser Publikum? Jemand fragte mich mal, was wäre mein Rat an mich selbst und was sollte ich tun, wenn ich jemals in einer Lebenszwickmühle stecke? Liebe zu wählen ist es einfach. Wie Wayne Dyer sagte, wenn du die Chance hast, recht zu sein oder Gelegenheit, Liebe oder Rechthaberei wählen, stets Liebe bevorzugen. Sei freundlich, statt Recht zu haben. Wähle Freundlichkeit. Sei immer freundlich, wähle immer die Liebe. Mein Lieber, es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, mit dir zu sprechen. Ich möchte dich wieder einladen. Es war ein wunderbares Gespräch. Danke nicht nur dafür, sondern auch für dein Wirken in der Welt, um uns für die Wahrheit unseres Daseins zu sensibilisieren. Vielen Dank. Segne dich, Alex. Es war eine absolute Freude. Herzlichen Dank. Dasselbe wünsche ich dir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.